Bald sind diese wunderbaren 4 Ostertage. Zeit zusammenzusetzen mit Freunden, vor allem mit der Familie. Und ihr werdet genau wie wir viel diskutieren über diese Labyrinth der Krisen, wo wir uns befinden. Der Kompass ist ganz offensichtlich verloren gegangen. Die Gewissheiten um uns herum wackeln. Vielleicht geht es euch genauso wie mir. Ich mag gar nicht mehr so richtig die Nachrichten anzuschauen. Tue ich natürlich aus Disziplin, weil man eigentlich wissen will, welche Verrücktheiten gerade um eine wirklich passieren. Aber andererseits, wir Musiker, wir verdanken unsere Stimme nur euch. Unsere Stimme ist nur so stark, wie euer Liebe zu unserer Musik es uns gestattet. Und auch das Licht, was wir durch euer Liebe zu unserer Musik abkriegen, eigentlich müssen wir dorthin spiegeln, wo es Dunkelheit herrscht. Und wir haben einen willigen Stammplatz, also für diese ehrenvolle Privileg, was wir von euch verliehen bekommen haben, dort zu stehen an diesem Stammplatz, wo eigentlich die Opfer sind. Und deshalb bin ich jetzt kurz vor Ostern ein bisschen nachdenklich, weil ich bin eigentlich unfassbar dankbar. Ich bin dankbar, dass diese herausfordernden, schwierigen Zeiten wir das Glück hatten, euer Herzen mit unserem Album zu erreichen. Und das hat uns dann bis hin in das Heimatland der Rockmusik in Amerika und auch in England, vor allem in Amerika, bis hin zu Rock'n'Roll Hall of Fame gebracht. Danke an euch alle dafür. Und in diese Krisen, wo wir uns befinden, ich glaube, Musik ist eine ganz, ganz wichtige Soundtrack, dieser Kompass, was scheinbar verloren gegangen ist, wieder zu finden. Deshalb, dieser Schwan, was auf unser Plattencover ist, hoffentlich wird bald wieder weiß sein. Und weil heutzutage viel über Migration gesprochen wird, ihr wisst alle, ich war ein illegaler Einwanderer, ein illegaler Migrant in Deutschland. Ich war 22,5, kam ich mit meiner Künstlerfreunde und durch eine Grenze, die niemals zugemacht werden kann, durch den Wald. Wir sind durch den Flucht weg aus der russisch besetzten kommunistischen Unterdrückung. Wir sind fast erschossen worden, also das war eine lebensgefährliche Odyssee, aber wir wollten auch unsere eigene Schwan weiß haben. Wir wollten weg aus dieser Folter, Zensur, Bespitzelung, Schießbefehl. Und ich kam mit meiner Freundin nach Deutschland und hier fand ich ein paradiesisches, wunderbares Land. Zum Glück gab es keinen Integrationskurs, sondern Freiheit. Ich sprach zwar kein Wort Deutsch, aber ich habe hier ein Land vorgefunden, der verliebt war in das Gelingen. War wunderbar, funktionierte alles. Ich kam aus dem Ostblock, also sehr dysfunktionaliter Kommunismus, und ich landete hier in dieses Land, der verliebt war in das Gelingen. War wunderbar. Zweitens, weil ich eben kein Wort Deutsch sprach, habe ich die Süddeutsche Zeitung täglich, also dann einen Kiosk damals noch gekauft, lag auf dem Tisch auf der linken Seite, weil ich gerade nicht im Einsatz war als Musiker. Auf der rechten Seite lag der Frankfurter Allgemeine Zeitung und mittendrin ein großer Wörterbuch. Und diese 2 wunderbare Tageszeitungen, also Süddeutsche Zeitung auf einer Seite und Frankfurter Allgemeine auf der anderen Seite, hatten nur 2 Themen, wo sie einer Meinung war. Wetterbericht und Fernsehprogramm. Also habe ich gesagt, wow, was für ein pluralistisches Paradies, weg aus dem osteuropäischen Unterdrückung von unterschiedlichen Meinungen und von Zensur. Wow, ich habe sowas von mich gefreut täglich, also in dieser wunderbaren deutschen Sprache immer mächtiger zu werden durch das Lesen von der Süddeutschen und der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und dann, ich entkam gerade diese militante, sowjetisch geprägte Osteuropa, wo in jeder Ecke dann der neue sozialistische Mensch mit der Maschinenpistole in der Hand. Nein, ich habe es geliebt, diese pazifistische, friedfertige Deutschland. Und ich war so froh, als Willy Brandt auch nach Moskau reiste und mit Brezhnev stritt um die Freiheit und den Frieden und dafür, dass nie wieder Krieg in Europa herrscht. Und ich war so glücklich über den NATO-Doppelbeschluss, als Helmut Schmidt sich hingestellt hat und sagte, kraftvoll werden wir in der Stande sein, eine Bedrohung abzuwehren, also Doppelbeschluss, also kraftvoll aufgerüstet, aber gleichwohl, also gleichgezogen mit der damaligen Sowjetunion, aber gleich vor
verhandeln. Also das war eine wunderbare Zeit und ich habe diese mutigen Männer und Frauen, die damals die Politik in der Hand hatten, bewundert dafür, dass sie wirklich einen gesunden Patriotismus aufgebracht haben. Ob es damals noch Adenauer war, den ich nur noch in Erinnerung als Kleinkind hatte, mit der Westbindung und dann diese Richtung, was dann Willy Brandt vorgegeben hat und der Helmut Schmidt mit seiner singulären Genialität, mit der NATO-Doppelbeschuss oder auch Helmut Kohl, der wirklich festhalten wollte an der Wiedervereinigung und hat das dann auch geklappt. Und auch Schröder war mutig mit der Agenda, wo ein wirklich Kranken der Wirtschaft Schub gegeben hat und die Amerikaner widersprochen hat, in Irak einzumarschieren. Und genau danach sehne ich mich in diese Zeiten, wo die Gewissheiten wackeln. Und ich war, als dieser schreckliche russische Überfall auf die Ukraine war, erschüttert, dass man in G8 nicht dann mit dem russischen Präsidenten diskutiert hat, streitet und sagt für den Frieden, sondern sagt mal, wir schließen ihn aus, wir reden mit ihm nicht. Und gerade wo jetzt Ostern vor uns steht, sage ich, lass uns wieder das machen, was eigentlich für unsere Musik immer schon gestanden ist, Brücken bauen. Und selbst dann dort Brücken bauen, wo scheinbar der Brückenpfeiler der Hass weggespült hat. Lass uns wieder verstehen, dass derjenige, der komplett anderer Meinung ist, als wir es sind, ist noch kein Feind, sondern jemand, der anderer Meinung ist. Selbst in der Ostblock, also selbst wo wir so viel bespitzelt worden sind und wusste man nicht wirklich am Tisch, wer eine vielleicht den Bericht als IAM über uns schreibt. Selbst dann war es nicht so, dass wir verfeindet waren, weil wir über Hegel oder Kant einfach unterschiedliche Meinungen waren. Also, oder wir Marx komplett anders analysiert haben. Also deshalb, gerade wenn es Ostern vor uns, lass uns Brücken bauen, weil dann wackeln vielleicht in unser Herzen diese Gewissheit nicht. Lass uns streiten, lass uns diskutieren. Also diese Ostertage bieten uns gerade, diese 4 Tage, so viel Platz, Raum und Zeit, mit Freunden, mit der Familie zu diskutieren. Und wir geben euch auch was zum Nachdenken mit natürlich. Dieses Album, der 10. Mai vergangenen Jahr erschien und seinen Weg gemacht hat, wie gesagt, ich bin so stolz und Dankeschön, also ein bisschen zu Rock and Roll Hall of Fame. Dieses Album gibt es jetzt auf alle Plattformen, wo ihr streamt, also ob es Spotify oder Apple oder wo auch immer, oder YouTube. Vor allem auf YouTube gibt es auch videomäßig, ist komplett auch live. Mit der gleichen Besetzung haben wir das also mit Al Di Meola und Mike Stern, so 2 grandiose Gitarristen, oder Richard Boner am Bass, oder Theo Brunner und Randy Brecker am Saxophon, oder Nick Valid und Tony Carey am Gesang, oder Jesse Zimberg von Supertramp. Also der große Line-Up auch on stage. Jetzt, das ist ein bisschen so ein Ostern-Thema, dass ihr das auch AB, also mal diese Analogaufnahme hier im Studio oder eben dann live genießen könnt. Und weil wir jetzt auch in Deutschland bald eine neue Regierung haben, ich wünsche euch allen wirklich ein gutes Gelingen. Dass es tatsächlich also ein gewissermaßen patriotisch man zusammenfindet und versucht, alles nach vorne zu bringen. Und es ist, wenn jemand jetzt die Politikwechsel vermisst oder sich tatsächlich dann diese Ausführungen der bis zu Wahltag ganz massiv gesagt worden sind, über wie wichtig die Schuldenbremse für eine Generationsgerechtigkeit ist, wenn jemand das geglaubt hat und sich daran in sein Herz immer noch festhält, das ist kein Feind, sondern er hat wirklich also einfach daran geglaubt, was gesagt wurde. Und für die SPD möchte ich gerne ein Stammbuch schreiben. Sozialstaat ist eine Jahrhundertidee. Das ist ganz, ganz großartig. Aber die Jahrhundertidee ist eigentlich ein anderer, was ihr darunter versteht. Weil ihr meint also, wenn jeder arbeitsunwillige, aber arbeitsfähige muss alimentiert werden. Das ist nicht der Sozialstaat. Und das hat auch mit Zusammenhalt der Gesellschaft nichts zu tun. Ich sage es euch, wie ich es verstanden habe. Diese Jahrhundertidee, diese sozialdemokratische Jahrhundertidee. Eigentlich Chancengleichheit, dass unabhängig von soziokultureller und sozioökonomischer Herkunft jeder das gleiche Chance hat. Und wenn jemand stolpert, dann helfen wir ihm solidarisch, alle gemeinsam. Das ist die Idee. Und dann hätte ich noch eine Botschaft an euch. Das ist die Idee auch, dass man in München, in Hamburg oder Frankfurt eine junge Arzthelferin, eine Krankenschwester, ein junger Feuerwehrmann heiratet, mitten in der Stadt. Und die beiden eine glückliche kleine Familie bilden möchte mit 2, 3 Kindern.
Und genau dort, wo sie auch arbeiten, mitten in der Stadt. Zum Beispiel in München rechts der Isar ist jemand Krankenschwester. Und ihr Mann ist unweit, 1 Kilometer weit weg, in der Feuerwehr tätig als Feuerwehrmann. Auch die müssen sich eine wunderbare 14-Zimmer-Wohnung leisten können, wo sie mit den 3 Kindern wohnen können. Das ist eine soziale Gerechtigkeit. Deshalb lass uns wieder versuchen zu glauben an einen gerechten Sozialstaat, das wirklich die Gesellschaft zusammenhält, aber auch einen Frieden und auch eine Freiheit. Und Frieden erreicht man, damit man dafür streitet und Freiheit nicht für selbstverständlich nimmt. Ihr seht ja die Bedrohungen vor Freiheit und deshalb werden wir auch ganz groß feiern. Nämlich am 21. August die Exaktamente der 50. Jahrestag davon, dass wir mit Gabor Csupo, der dann euch Simpsons und Rugrats geschenkt hat und Walk of Fame in Hollywood Boulevard 2 Sterne hat dafür und mit meinem Freund Laszlo, der unfassbar lange, sehr intensiv als mein Musenzwilling Musik gemacht habe, wir damals gewagt haben, durch ein Tunnel, durch das Schießbefehl der Kommunismus zu entfliehen. Und wir werden deshalb am 21. August eine große Party machen, wo ich euch jetzt alle einladen möchte am Heldenplatz in Budapest. Und kommen alle Soulmates und wir werden es richtig rocken. 21. August und es ist ein geschenktes Konzert. Einfach dieser Jubiläum mit euch zu feiern. Eigentlich 50 Jahre Freiheit, 50 Years of Freedom. Das ist Sehnsucht nach Freiheit, hat uns getrieben. Und gerade heute auch, deshalb ermuntere ich euch alle miteinander, diskutiert. Und so wie wir in jungen Jahren streitet und glaub mir, der jemand anderer Meinung ist nicht dein Feind. Und eines Tages werden wir dann feststellen, wenn jemand dann sagt, der andere, der so denkt, vielleicht ein Dummkopf ist, muss man nicht der Polizei vorbeischicken. Nein, lass uns doch emotional sein, ruhig und das zu verteidigen, was uns alle so lieb ist, nämlich Freiheit. Also, schöne Osterntage, gute Gespräche und wir sehen uns allerspätestens am 21. August. Und wie die Band ja live klingt, das findet ihr jetzt auf alle Digital Plattformen, also Spotify, Apple und. Also, schöne Ostern.